am Stand von Hobby. Wir sind auf dem Caravan-Salon der Vantana. Vantana, wie wird es ausgesprochen? Vantana, das ist, wie man das aussprechen möchte. Wir sagen Vantana. Ja, ihr seid auf dem europäischen Markt unterwegs. Nicht nur in Deutschland sind wir die Autos, gerade in den Niederlanden ist Hobby ein Renner, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich auch einen großen Anteil an Export und auch im Ausland sind unsere Fahrzeuge sehr beliebt. So, wir gehen mal kurz drum rum. Das ist ein 2,3 Liter mit 140 PS. Basis ist hier. Ganz genau, das ist eine Basisausstattung, ein bisschen Zusatzausstattung hat er, weil es jetzt ein Messemodell ist. Preis-Leistungs-Verhältnis ist ganz, ganz wichtig. Wir schauen uns gleich mal an, was alles mit verbaut ist. Aber es ist ein vollwertiges Reisemobil. Es ist praktisch ein Lieferwagen, ein Kastenwagen nennen es ja viele, so suchen es ja auch. Aber das ist unglaublich gefragt, oder? Das ist richtig gefragt, weil es gerade für den Aktiven, also hier sind wir wieder in dem Bereich der jungen Leute, der jungen Familien, natürlich nicht nur, aber vermehrt, die sich so einen Kastenwagen zulegen. Es kommt so ein bisschen aus der ich würde fast sagen, aus der Bulli-Szene, eher kompaktere Fahrzeuge, die man als Daily Driver, als sogenannter Daily Driver verwenden könnte oder verwenden kann. Solche Leute holen sich dann den Kastenwagen. Ja, die werden dann von euch angeliefert und ausgebaut. Und die starken Sachen sind die man nicht sieht. Das ist nämlich unter der Haube, Thema Wärmedämmung. Da gibt ihr euch unglaublich viel Mühe. Auf jeden Fall. Was wir gewährleisten wollen, ist eine vernünftige Wärmedämmung. Wie du schon gesagt hast, es handelt sich hierbei normalerweise um einen Kastenwagen, um einen Lieferwagen bzw. Transporter. Da ist natürlich nur das Metall. Und das ist unsere ganz wichtige Aufgabe, dass wir unter diesen Kunststoffapplikationen noch eine vernünftige Wärmedämmung haben, um generell ein vernünftiges Raumklima schaffen zu können. Ja. Ja, man kann alles so umbauen, dass man auch was Langes transportieren kann. Das heißt, also im Alltag werden ja die Fahrzeuge auch mal benutzt, um das eine oder andere zu transportieren. Eine Größe, die sich noch einigermaßen im Straßenverkehr bewegen lässt. Also wer denkt, das wäre zu groß, üben 1, 2, 3 Tage, da hat man das im Griff, oder? Auf jeden Fall, denn letztendlich ist es und bleibt es ein Transporter von den Maßen her. Und wir sehen jeden Tag Transportfahrzeuge, Kastenfahrzeuge von Firmen auf der Straße unterwegs, auch in Innenstädten. Somit ist das überhaupt kein Problem, diese Fahrzeuge als normalen Alltagswagen auf der Straße zu bewegen und auch in der Stadt. Ja, man sieht auch, ihr habt euch Mühe gemacht. Der Korpus hinten ist geschlossen, da sehe ich nicht das nackte Blech. Ganz genau, das ist das, was ich vorhin auch erwähnt habe. Wir schauen, dass wir natürlich nicht nur ein vernünftiges Raumklima gefühlt schaffen, sondern auch optisch. Das heißt, wenn man die Schränke aufmacht, muss es natürlich auch dementsprechend aussehen. Dass man weiß, hier ist komplett gearbeitet worden, hier ist alles so verschlossen, wie es sich gehört. Sehr schön. Wenn du mal kurz hier aufmachst, ich nehme an, dass da Gasflaschen unter anderem drin sind. Wir gleich mal machen werden und da ist es. Das heißt, das ist komplett natürlich abgedichtet. Das muss so sein. Nein, komplett abgedichtet ist es nicht. Tatsächlich dürfen die Gasflaschenbehälter oder die Kästen nicht hundertprozentig dicht sein. Das schreibt der Gesetzgeber vor. Falls austretendes Gas, das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Normalerweise im Regelfall sind die Flaschen natürlich dicht. Aber das Gas ist schwerer als Luft. Deswegen, wie du sehen kannst, haben wir da unten ein Gitter im Boden. Und dann kann das Gas nach unten abwandern. Für den Fall, dass es da doch zu Komplikationen kommt, falls ein Defekt irgendwie ist. Das ist die Sicherheit. Genau, es gibt eine Gasprüfung einmal im Jahr. Es gibt quasi keine Gasunfälle, das muss man sagen. Also wenn man sich dran hält, wenn man natürlich klar, wie beim Grill das nur halbfest zuzieht, locker lässt und so weiter. Selbst da, es gibt wenig Gasunfälle. Es gibt wirklich sehr wenig Gasunfälle. Die Gasunfälle, die es gibt, muss man leider sagen, ist der Nachlässigkeit auch der Nutzer leider zu schulden oder geschuldet. Denn auch als Camper, als Nutzer eines solchen Fahrzeugs hat man natürlich auch irgendwo eine kleine Eigenverantwortung. Das heißt, solche Bereiche wie das Gitter hier unten dürfen nicht verschlossen werden. Auch wenn man meint, dass es vermeintlich zieht. Auf gar keinen Fall Socken oder irgendwas drüberlegen. Das muss so sein. Das muss so sein, ganz genau. Ja, am besten das Gasfach nicht nochmal beladen. Ja, das ist ja mal ein großes Bett hier und ihr habt eine Besonderheit, ihr habt in der Verkleidung eine Aussparung gemacht, da zählt jeder Zentimeter. Genau, hier zählt, man muss sich das vorstellen, wie gesagt, das ist normalerweise ein Transporter. Unser Platzangebot ist hier begrenzt. Wir müssen schauen, dass wir jeden Zentimeter irgendwo herholen. Trotz Isolierungsschicht, trotz unserer Kunststoffapplikation, die wir haben, um das Raumgefühl auch optisch und auch gefühlt einfach schöner zu machen. Wir müssen schauen, dass wir überall jeden Zentimeter rausholen aus den Innenmaßen. Ja, wir gehen mal kurz rein. Es gibt Hightech-Isolierungsstoffe, die Fahrzeuge werden entröhnt. Das Thema ist natürlich, der Kunde wird anspruchsvoller, was auch die Innengeräusche angeht. Auch da sind wir im Jahr 2020 angekommen. Das Beste ist einfach Probe zu fahren. Wir sehen es auch schon, diesmal ein Fiat-Fahrgestell. Ganz genau, diesmal haben wir ein Fiat-Fahrgestell. Fiat ist natürlich ein ganz großer Partner von uns, was die Reisemobil- und Kastenwagen oder was den Reisemobil- und Kastenwagensektor angeht. Sehr etabliert, sehr erfahren. Fiat hat schon lange mit Reisemobilen oder im Reisemobilmarkt Erfahrung gesammelt und somit
ist das ein ganz wichtiger Partner von uns. Ja, wichtig ist auch das 9-Gang ZF-Wandlergetriebe, was jetzt verfügbar ist, was mittlerweile 50% aller Bestellungen ausmacht bei anderen Händlern. Wie ist es bei euch? Oft Automatik gefragt? Schon, ne? Automatik ist tatsächlich ein wichtiger Bestandteil, wird noch wichtiger, denn es ist einfach komfortabler. Die neuen Automatikgetriebe stehen dem Schalter nichts mehr nach, auch was Beschleunigung, Gutmütigkeit betrifft. Und ganz wichtig ist auch im ausländischen Markt ist Automatik ein absolutes Muss. Wenn wir einfach mal in die Schweiz schauen, in der Schweiz wird man fast kein Schaltfahrzeug bekommen. Das ist einfach nicht gefragt. Hier ein cooles Detail, der Kühlschrank ist da, wo er hingehört, nämlich direkt am Eingang. Ja, ganz genau. Da sind wir wieder bei dem Aktiven. Jemand, der gerade vom Mountainbiken kommt oder vom Surfen oder so, der möchte natürlich trotzdem an sein kaltes Getränk kommen, ohne dass er jetzt in den Wohnbereich reingehen muss. Das entsprechend mal kurz öffnen. Die suchen wir gerade. Der ist ganz neu, der Kühlschrank, denn den habe ich noch nie gesehen. Also es gibt Messeneuheiten von Dometic, die er wirklich hier zeigt. Und ja, ich kann ihn komplett öffnen. Es geht noch ein Stückchen weiter auf oder ist der Schluss? Genau. Also man kommt von außen wunderbar an diesen Kühlschrank ran. Ja, das ist... Ich zeig das mal gerade. Der Jörg steht wirklich draußen jetzt gerade. Das heißt, ich kann mit den dreckigen Schuhen draußen bleiben, kann mein Bier rausholen, fertig. Genau, das ist das Wichtige an der Sache. Also ich möchte, wir haben ja wirklich viele Aktive und wie ich es gerade gesagt habe, wenn man solche Wohnmobile nutzt, auch Kastenwagen, kommt man doch mal in die Gelegenheit, dass man vielleicht dreckige Füße hat, dass man dreckige Kleidung hat und dann möchte man trotzdem ins Fahrzeug hinein und möchte vielleicht etwas machen. Wichtig ist der Kühlschrank, das kalte Getränk nach dem Sport als erstes. Die ganz große Herausforderung ist natürlich, das zu einem Preis hinzukriegen, dass man auch wettbewerbsfähig ist. Das Thema Kastenwagen, das boomt. Es gibt allein hier auf der Messe unzählige Kastenwagenanbieter. Aber ihr könnt euch gut behaupten, oder? Ich denke doch, ja. Also es hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass Hobby qualitativ sehr gute Kastenwagen herstellt. Von der Aufteilung, vom Layout, vom Grundriss. Die sind sehr beliebt. Ich denke, da können wir auf jeden Fall mithalten. So ist es. Ja, und dann noch der Schlafbereich. Es ist schon wirklich groß. Also wenn du überlegst, dass du hier in einem Kastenwagen bist, du merkst das innen gar nicht. Also vom Möbeldesign her, da habe ich welche gesehen, da siehst du direkt, du bist im Kastenwagen. Es fühlt sich sehr modern an. Sehr, sehr modern, ja. Also ich kann dir da nur zustimmen, Sven. Ich habe auch nicht das Gefühl, in einem Kastenwagen zu sein. Ich habe hier Platz, ich habe mein Bad direkt dabei und da vorne den Kühlschrank, den habe ich gar nicht gesehen. Also ist wirklich sehr, sehr gut gelöst worden. Genau, wenn du mal kurz einmal zumachst, wichtig ist ja auch das Thema Arbeitsfläche. Hier habe ich eine riesige Arbeitsfläche, die komplett eben ist, wo ich sag mal, auch mal Sachen zubereiten kann, schnippeln kann. Es ist ja nicht nur was zu kochen, sondern viele ernähren sich ja auch gesund. Das heißt, die müssen was zubereiten und das ist ja mal eine Arbeitsfläche, oder? Ja, für einen Kastenwagen auf jeden Fall. Ne? Und wie du schon gesagt hast, die Leute möchten, auch wenn sie ein relativ kompaktes Reisemobil zur Verfügung haben, möchten sich trotzdem austoben, auch im Bereich des Kochens, hier und da schnippeln. Das ist ganz wichtig und deswegen haben wir natürlich auch eine entsprechende Arbeitsfläche. Also ich sitze jetzt gerade hier, das da vorne wäre dann für einen kurzen Stopp. Ich habe richtig viel Platz, es können sogar bis zu 4 Personen mitreisen. Gut, da wird es vielleicht ein bisschen eng beim Schlafen, aber es kann ja auch sein, die Kinder fahren mit, die schlafen im Zelt. Ganz genau, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wichtig ist, dass wir erstmal die Möglichkeit bieten, dass jemand da auf der Rücksitzbank mitfahren kann, alles zugelassen, mit Gurten bestückt, das passt. Und wenn es das Kind ist, für kurze Ausflüge langt's allemal. Zumal ja die Fahrzeuge ja auch im Alltag genutzt werden. Ja. Das heißt, also ich nehme dann 4 Leute mit. Ich kann ja mal kurz im Europapark fahren, ja, kann mich da hinstellen, die haben einen Campingplatz. Ich kann dann auch mal auf die Toilette gehen, das ist ganz wichtig. Ich bin zu Hause. Genau, man ist zu Hause, man ist unterwegs zu Hause. Und das ist ja auch das große Ziel, wenn man mit einem Reisemobil unterwegs ist, ob Kastenwagen oder klassisches Reisemobil. Man ist auf der Straße oder man ist unterwegs schon im Urlaub, man ist unterwegs schon zu Hause. Und dieses Gefühl möchte man haben und das hat man in solchen Fahrzeugen auf jeden Fall. Großes Kino. Ja, Hobby hat sich unglaublich entwickelt. Der größte Wohnmobilanbieter Europas, stimmt das? Der Welt? Im Bereich Wohnwagen sind wir da tatsächlich in der Größenordnung angekommen. Im Bereich Wohnmobile müssen wir uns noch ein bisschen etablieren. Wobei wir sind etabliert, aber müssen uns noch ein bisschen nach oben optimieren. Aber das denke ich, die Richtung passt. Ja, Jörg, wir gehen am besten mal raus, machen die Abmoderation. Viele Steckdosen habe ich schon entdeckt. Hier vorne ist eine Steckdose, da ist eine Steckdose. Denn Steckdosen kann man gar nicht genug haben. Ja, ganz wichtiges Thema. Und das Thema Mückenschutz, machen wir bitte zu. Sie hat es gefunden, die Patricia, komplett flächendeckend kann ich die Mücken aussperren und kann mich hier hinsetzen und dann auf den auf den See schauen. Ja, so ist es dann. Hier vorne übrigens die Truma Kombi in einer ganz einfachen Ausführung, die sehr beliebt ist. Einmal die Wärme einstellen, einmal die Temperatur, fertig, Ende Gelände. Ja, auch alles sehr, sehr einfach. Es muss nicht immer die ganz herbe Computertechnik sein, oder? Das ist richtig.
Viele Camper legen auch Wert darauf, dass es einfach nur praktisch ist. Ja, natürlich ist es ein Highlight, wenn wir viel digitalisierte Möglichkeiten zur Einstellung von Fahrzeugen, Licht und Heizung, alles was möglich ist, haben. Aber es reicht oft auch die praktische Variante, einschalten, ausschalten. So Kinder, ihr habt das Fahrzeug gesehen, 43.653 € inklusive der Mehrwertsteuer. Das ist 43, also ich komme ja gar nicht drüber weg, ich zeige es mal gerade. Das Fahrzeug, wie es hier steht, für 43.653 € brutto. Und da ist noch was drin, hast du mir gesagt, wenn man zum Händler geht. Ja. Genau. Und es ist ja auch schon was im Fahrzeug drin. Ja. Also das ist ja der Preis mit dieser Ausstattung, wie er jetzt hier steht. Wie geht das? Es ist möglich. Die Menge macht's, oder? Es macht natürlich überall, wo produziert wird, macht es natürlich auch die Menge. Wir versuchen nirgendwo an Qualität oder an Materialien zu sparen. Das muss alles nachhaltig und vernünftig sein. Natürlich, umso mehr man verkauft, umso geringer kann man die Preisgestaltung machen. Und es geht auch teurer. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, das hier ist ein sehr, sehr gut ausgestattetes Einstiegsmodell. Das heißt, ich kriege Grundrisse noch und nöcher. Das war jetzt nur ein Beispiel für eines von vielen. Ganz genau. Nach oben sind nie Grenzen gesetzt. Nach oben. Das haben wir auf der Messe hier auch ganz klar. Es gibt Zusatzausstattung noch und nöcher. Ich sage immer, es gibt in der Freizeitbranche, was die Mobile betrifft, ob Wohnwagen oder Reisemobile, gibt es nichts, was nicht machbar ist. Es ist alles umsetzbar. Das entscheidet dann natürlich der Preis. Ja, der Vantana On-Tour K60 FT und FT steht für? Jetzt habe ich dich. Jetzt hat er mich tatsächlich erwischt. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ist gar nicht so schlimm. Tschüss, vielen Dank. Dankeschön. Übrigens, ich muss sagen, er ist der Spezialist für Wohnwagen. Er führt uns gerade mal mit den Reisemobilen rum. Vielen Dank, Jörg. Tschüss.